willkommen, dass ihr auf meinen Kanal eingeschaltet habt. Hier findet ihr Reisevlogs von mir. Ich befinde mich heute in Marmaris. Marmaris befindet sich in der Türkei. Marmaris ist eine sehr, sehr schöne Touristenstadt. Diese Stadt ist auch bekannt für die Nachtclubs, ist bekannt für den sauberen Strand, ist bekannt für die Segler und für die Taucher. Genau, weil die Riffen und das Unterwasser hat sehr, sehr vieles zu bieten hier. Guckt es euch an und seid gespannt. Und einmal geradeaus. Schon verschiedene Arten von Geschäften, diverse Geschäften bis zum Parfümerie, $5. Sandalen. Oh. Sandalen sind echt gut. Schauen wir uns mal später an. Erstmal erkunden wir die Stadt. Wir gehen jetzt mal etwas Richtung Stadt. Schauen wir uns mal die Gegend erstmal an. Ist ein bisschen halt neben Musik. Na gut, das müssen wir halt noch gleich ausblenden. Derzeit ist jetzt 42 Grad, sollte es sein. 40 oder 42 müsste es jetzt sein. Okay, wir haben auch Juli. Das Wetter ist halt auch dementsprechend, ne? Ist klar, dass es warm ist. Ja. Aber letztendlich hat das schon ein richtig cooles Feeling. Gehen wir mal geradeaus. Eieiei. Dort befindet sich schon das Meer. Aber wir gehen mal geradeaus durch. Hier könnte man direkt, hier ist ein Change Office, könnte man direkt Geld wechseln, wenn man es benötigt. Wir haben hier ein Migros gleich in der Nähe. Migros ist so ein Einkaufsgeschäft, dass man günstiger an Lebensmittel bekommt, aber in der Türkei ist generell auch so, dass es hier verschiedene Arten von kleinen Geschäften gibt, wo man Lebensmittel, Proviant, generell alles holen kann, was man braucht. Es ist halt eine sehr belebte Stadt, ne? Hier gibt es schöne Sonnenbrillen. Schauen wir uns das mal an. Ja, gucken das gleich mal. Assalamu alaikum. Hier haben wir so ein schönes Lokal. Cherry nennt sich das. Das, was wir eben gerade sehen, das sind Domus auf Türkisch. Das sind so kleine
ja, fast wie Minicars, so günstige Taxis, Alternativen. Also ohne Mütze hier zu gehen ist heftig, wirklich. Ohne Mütze geht gar nicht. Hier ist eine Bar, hier links. Salam alaikum ab. So. Oh, wir haben ja ein sehr schönes Hotel an der Julian Marmaris. Oh, ja, also Marmaris ist bekannt dafür, dass es halt viele ja, Luxushotels aber auch, ne, letztendlich aber auch für jedermann was gibt. Ja, hier haben wir auch Migros. Also hier wird man nicht, ich sag mal so, natürlich ist ja bei den Touristengebieten, ja, je näher man am Strand ist, generell ist es halt so, dass man halt mehr bezahlt. Das ist aber logisch, ne? Also das ist überall auf der Welt. Deswegen rate ich auch, wenn man, so wie ich zum Beispiel, einzeln verreist, generell Proviant, wenn man jetzt nicht unbedingt immer zum Restaurant essen muss und viel ausgeben muss. Wir können ja mal jetzt kurz gucken. Wir sehen ja hier zum Beispiel Kahvaltı Breakfast, einmal ein Frühstück. Für 2 Personen sind es 699. Okay, so ein kleines kostet 219. Eigerichte generell sind etwas günstiger. Ja, und ich sag mal so, in der Türkei ist halt Fleisch teuer. Ne? Wenn irgendwas an Fleischgerichten anfällt, es ist halt teuer, definitiv. Ja. So. Aber sonst ist es überschaubar. Ne? Zum Beispiel Köfte, Hackfleisch, Bälle sozusagen 279, Tavuk, Hähnchen, naja, Hähnchen geht, ne, 299 TL. Ihr könnt es ja selber, oder ich kann es ja auch einblenden, wie viel es dann kostet, auf Euro-Basis. Ja, oder vegane Gerichte, ne? Also gibt es eigentlich einiges. Motto Premium Hotel and Spa. Also generell ist hier nah am Strand sehr viele Hotels angesiedelt. Ja? Letztendlich generell gibt es was für Kinder. 1 für $5. Okay. Always Done Spa. Also hier wird es halt gegen nachts halt auch ein bisschen Party-Feeling mäßig. Hier aber so ist es hier generell, ne? Sommerfeeling. Also Sommerfeeling taucht auf hier, definitiv. Ob man jetzt im Strand spaziert, das werden wir auch noch machen. Ja. Aber generell die Atmosphäre sagt schon, es lohnt sich hierher zu kommen. Ja. Mall of Marmaris. Ja, hier gibt es natürlich halt, ne, Türkei üblich, sehr viele Produkte, die halt nachgemacht sind. Ne? Also wie wir es jetzt hier sehen, The North Face, Gucci. Ne? Aber von der Qualität her sehr gut. Ne? Sehr top. Ja. Können wir uns auch nochmal anschauen später. Heute gehen wir aber erstmal nochmal rum, generell. Ja. Und hier kann man definitiv handeln. Ne? Also die legen eigentlich auch Wert drauf. Also wenn ihr nicht handelt, dann zahlt ihr auf jeden Fall den 2-, 3-fachen Preis. Ja, so ist das in der Türkei. Ja, man muss halt handeln können, definitiv. Ja. Carlos Steakhouse, okay. So. Schauen wir uns mal an. Salam alaikum. So, Special Offer. Hier können wir ja mal gucken, wie viel das kostet. Ja, hier sehen wir auch Proper English Breakfast. Also hier ist ja aber auch letztendlich europäisch, ne, angehaucht, angelegt.
Hier findet ihr alles, was auch die Europäer letztendlich essen, generell. Ja. Sag mal. So. Gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Eine Bank. Sehr gut. Also letztendlich ATMs, ja. Zum Geld abheben gibt es eigentlich überall. Wir haben hier Hotel Houses und gleich daneben Seren Sarı Hotel. Also es ist schon richtig heftig groß. Ja? Also richtig schöne Gebiete letztendlich. Machen wir mal weiter. Sonnencreme. Ich hab mir ein paar aus Deutschland mitgebracht, aber hier kosten die 650 Tele. Also das sind aber auch Markenprodukte, ne? Letztendlich. Deswegen, also manche sind ja auch ja, importiert sozusagen und dementsprechend sind dann auch die Preise. Ja? Also ich bin generell bin ich halt auch so, dass ich draußen generell nur Wasser trinke. Ja, Wasser. Das macht einen nicht müde. Das macht das Bauch auch nicht, ja, fülliger und dadurch kann man auch längere Strecken gehen. Also ich mache das zumindest. Ja, wir gehen mal hier durch. Oh, das sieht auch schön aus. Wir schauen das mal. Cocktailbar. Ja. Sehr gut. Gehen wir mal hier lang. Hier ist noch ein sehr, sehr schönes Hotel, gleich da oben. Ne, das sind sozusagen die mobilen Stadttaxis, die günstige Varianten. Kann ich euch nur empfehlen. Also niemals auf die Idee kommen, auf normale Taxis einzusteigen, außer ihr habt es wirklich eilig. Die Domusch, die fahren alle halbe Stunde bis eine Stunde. Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber die fahren alle regelmäßig, ne? Von morgens bis abends. Also wenn ihr euch da einstellen könnt, ne? Mit den öffentlichen, dann seid ihr auf jeden Fall günstiger unterwegs. Ja. Oh, was für Räder. Oh, ja. So. Oh, hier haben wir was. Professor Dr. Türkan Sayan. Ah ja, okay. Sie war für Demokratie, für Menschenrechte und hat für das Vaterland sozusagen sich aufgeopfert. Sunbay Park Hotel. Also wie ihr seht, wir sind hier in verschiedenen diversen von Hotels. Von Hotel zu Hotel ist es natürlich unterschiedlich, ne? Weil es ist so, dass bei den Hotels generell einerseits von dem Sternemäßig erst abhängt, wie teuer das ist. Andererseits aber auch die Lage. Ja? Aber natürlich könnt ihr auch frühzeitig buchen. Ja? Also bei Booking.com zum Beispiel. Soll jetzt keine Reklame sein oder so. Aber ich gehe da öfters dahin und buche frühzeitig. Das ist überall so. Ne? Das ist auch bei der Deutschen Bahn so. Sobald du früh buchst, bekommst du auch ein ICE-Ticket vergünstigt. Und dann lohnt sich das. Ja? Nur kommt niemals auf die Idee, irgendwie spontan, manchmal so wie ich, irgendwie in ein Land zu reisen ohne Hotel, ohne ein Hotelzimmer gebucht zu haben. Weil dann ist das Problem, dass meistens, das hatte ich einen Fall in Paris, ich weggeschickt wurde, öfters. Und dann hieß es letztendlich, dass ich
da keinen Platz habe und das weiterziehen soll, auf Deutsch gesagt. Aber letztendlich ist es so, bucht es früher, dann habt ihr gar keine Probleme. Bucht ihr nicht früher, dann habt ihr halt Komplikationen, mit denen ihr rechnen müsst. Ja? So. Und dann habt ihr nicht die Wahl von den Hotels. Meistens ist es so, dass die Hotels miteinander sich verknüpft sind, ne? Verknüpft haben und dementsprechend, oh, das ist auch ein sehr schönes Hotel. Dementsprechend ist es halt so, dass wo frei ist, da wird man hingestopft, auf Deutsch gesagt. Ne? Hier ist wieder Migros. Hier ist nochmal vorne Form Outlet Textil. Also Türkei ist letztendlich auch bekannt für sehr viele Textilien, die auch ins Ausland exportiert werden. Green Diamond. Hier gibt es natürlich halt Imitate, ne? Gibt es auch, aber auch Originale. Dementsprechend sind halt die Preise. Ne? Aber ich sag mal so, die Imitate haben auch sehr gute Qualitäten. Ne? Hier gibt es Form Residence Hotel. Aber die Gebäude sehen schon krass aus, wirklich. Also, man sieht schon, die haben Marmaris richtig schön gemacht. Die haben Marmaris wirklich sehr, sehr schön gemacht. Oh, da vorne sehen wir einen schönen Berg. Ich liebe das. Da würde ich gleich hochsteigen. Aber lassen wir es mal für heute. Ja. Da sehen wir, meine Mütze fliegt gleich weg. Also es ist ein bisschen windig. Ne? Wir können ja mal ein bisschen hochgucken. Ne? Gibt es diverse Arten. Oh je. Gut, also beim Autofahren muss man hier vorsichtig sein, generell aber auch, wenn man ein Motorrad oder so ausleiht, weil die Leute, die kennen kein Pardon hier. Ne? Die sind hier gewohnt, so zu fahren. Ne? Und es ist halt so, ne, wir respektieren ja alle Länder in dem Sinne. Und die Länder, die halt zum Beispiel so fahren, ja, kann man von außen jetzt betrachtet sagen, oh, die können gar nicht fahren. Aber nein, die sind es so gewohnt. Ja? Und so wie wir fahren, ist für die ungewohnt. Ja? Und das merkt man sofort. Selam abi. Efendim? Yok sağ ol abi. Çekim yapıyorum da sonra belki. Tabii. So, gucken wir mal hier. Türkisch Bad. 15 Minuten plus Sauna. Abi 15 dakikası 25 kaç para? 15 dakikası. 15 dakika sauna, 15 dakika kese, 15 dakika köpük masajı, 30 dakika aromaterapi masaj, yüz maskesi ücretsiz, toplam 1000 TL. 1000 TL, tamam. Ama iyiymiş. Evet. Kim yapıyor? Sen mi yapıyorsun masajı? Bayanlar terapistler yapıyor, ben de yapıyorum. Evet, güzel. Oldu, memnun oldum. Ben Adın de neydi abi? memnun oldum. Baran. Barış, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Oldu, görüşmek üzere. Oldu, görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Ja. Sehr schön. Haben wir ein bisschen, die wollten halt ein bisschen Reklame und die haben mir gegeben. Gerne. Ja, das belebt das auch. Ideal Premium. Wir schauen jetzt einfach mal, was es noch gibt. Ja, aber ihr seht halt, die türkischen Mitmenschen, die sind halt offen. Ne? Die sind halt, ist auch eine relativ junge Population, ja, relativ junge Population, definitiv. Also auf jeden Fall eine jüngere Population als Deutschland. Deutschland geht ja leider mit der Bevölkerung bergab. Also es gibt weniger jüngere Leute und dafür mehr ältere Leute. So. Aber das ist ein anderes Thema. Oh, hier gibt es auch ein Saray. Ne, Seray heißt das. Seray. Hier gibt es alles Mögliche. Von Nargile, also von Shisha,
bisschen zu essen. Wurde alles gedacht. Ne, hier sehen wir nochmal, dieses Marmaris, das ist Domus heißt das. Ja. Die fahren immer regelmäßig und relativ günstig. Ich bin eingestiegen, wo ich von Aydın gekommen bin, ja, mit dem Bus und bin dann sozusagen in der Haltestelle von Marmaris, Otogar heißt das, ja, Hauptbahnhof in Marmaris gelandet, angekommen, genau, und dann sozusagen bin ich mit dem Domus gefahren und dieser Domus hat gekostet 30 Tele. Also vielleicht ist das 1 Euro, ein paar gequetschte, ja, und das ist wirklich nichts. Das ist relativ günstig. Also öffentliche ist günstig. Alles andere, ja, so taximäßig aufpassen. Ja, da kann man gleich mehr blechen. Und vor allem halt, ja, es ist leider, also das ist das Traurige, ne? Wenn man Tourist ist und die merken das ja, ne? Das ist überall. Also in allen Ländern habe ich das gemerkt. Sobald die merken, du kommst von außen, ja, du musst ja auch nicht unbedingt, außen heißt ja nicht unbedingt von Europa kommen. Du kannst auch von der Türkei zum Beispiel kommen, aber woanders wohnen, ja. Dann versuchen die es trotzdem, ja. Und das ist halt, da muss man halt aufpassen, aber sonst, man kann ja nicht alle unter einen Kamm stecken, ne? Das muss man auch wissen, ja. Nur wenn da eine so ein schwarzer Schaf ist, ist es nicht so, dass alle das sind. So, MGM Outlet, was gibt's hier? Oh, das sieht aber tief aus. Ich gehe noch mal kurz von außen vielleicht noch mal. Nur mal von außen gucken, ob es was Spezielles ist. Ah, okay. Ich will jetzt nicht reingehen, aber ja, scheint groß zu sein. So, das ist wie Teddy-mäßig. Gibt es hier alles Mögliche. Schuhe, Kleidung und etc. Schön. United Shoe Center, Shamdan, Restaurant. Also hier gibt es auch sehr viele Bars, Restaurants. Man wird hier definitiv nicht verhungern. Ne? Ja. Aber man muss halt gucken, ne, wo man ist. Weil es ist nicht überall gut. Ne? Deswegen, man muss halt mal nicht gleich zum ersten Beliebigen hin, sondern mal sich auch ein bisschen Zeit lassen. Lässt man sich Zeit, dann kann man auf jeden Fall schöne Lokale besichtigen. So. Das ist auch hier ein Hotel anscheinend. Ja, die ganzen Klimaanlagen. Boah, das ist heftig. Also das sind mehr als 50, definitiv. Ja. So, gehen wir mal weiter. Sports Direkt. Türkei, England. Okay. Ist das das nächste Spiel oder was? Fußballspiel. Hier ist Richtung Plage, also Richtung Strand. So, eben gerade hat sich die Kamera aufgehangen durch die Hitze, extrem starke Hitze. Ich habe mich schnell hier in einem Café barrikadiert, wo es ein bisschen kühler ist. Ich bin jetzt gerade bei Avlu Coffee. Ja, hier sehen wir nochmal, das ist ein sehr schönes kleines Bar, was es hier gibt. Snacks von Sandwiches bis zu Kaltgetränke. Das ist die junge Dame. Merhaba. So, ich habe hier Ice Detox Green Tea bestellt, 110 Tele. Blende ich euch an, wie viel es 1 Euro kostet. Ja. So, jetzt haben wir unser Green Tea Detox. Zeige ich mal, wie es aussieht. Oh, das sieht lecker aus, auf jeden Fall. Ich lasse mir mal gönnen. Top,
geschmeckt. Hat sie sehr gut gemacht. So. Also, ich habe jetzt was dazugelernt. Bei extremer Hitze muss man aufpassen. Darf man nicht so lange aufnehmen. Ja? Das macht die Kamera nicht so mit, leider. Aber, naja, gut. Ja. So, ich genieße es und bis gleich, ne, auf dem Weg. So, jetzt sind wir wieder auf den Straßen. Ich habe eben gerade das schöne kleine Café verlassen. Oh, die Dame, die war extrem nett, also wirklich. Und ich habe ein bisschen Smalltalk mit der gehalten. Dieses kleine Laden, das gehört ihr. Und es ist das zweite Jahr jetzt, ja, wo sie es aufgemacht hat. Und sie ist auch sehr stolz, ne? Man sieht das auch. Ja, hat es auch wirklich toll gemacht, muss ich sagen. Ja, und es hat 110 Tele gekostet, aber sie wollte nur 100 haben. Ich habe drauf bestanden, eigentlich, ich wollte sogar Trinkgeld geben, weil sie so nett wirklich mich einerseits bedient hat und es sah auch wirklich sehr, sehr gut aus. Aber sie hat darauf bestanden, dass das nur, dass ich nur einen 100er geben soll. Naja, gut. So, jetzt gehen wir weiter. Ich hoffe, meine Kamera macht nicht wieder schlapp. Also ich habe die Akkus jetzt ein bisschen gekühlt, aber wenn, dann verzeiht mir. Das ist nicht von mir beabsichtigt. Nur es ist extrem heiß. Also wir haben jetzt wirklich gerade 42 Grad und gefühlte 45 steht es auch. Ne? Also das ist schon heftig. Ja, wir gehen jetzt Richtung geradeaus, Pop-In, Fun Pub Bar. Okay. Gibt es hier Medical Doctor? Okay. Hier sieht es aber auch echt schön aus. Ja. Ja, das ist halt typisch türkisch restaurantmäßig, ne? Schön alles eingedeckt, mediterrane Feeling. Ja, sieht echt. Ah, guck mal, wir haben sogar in den Pool. Gucken mal. Pop-up in Karaoke und Dance Bar. Anscheinend gibt es hier auch Musik abends. Ja, bis von Suppen bis zu Salaten. Ja. Es ist halt, ne, die Preise sind halt strandtypisch. Ne? Da braucht man sich nicht zu beschweren, das ist halt so. Ja? Also je näher man am Strand ist, desto mehr muss man in die Tasche greifen. Aber gut. Guck mal hier, was es für kleine Shops hier gibt. Ein Tattoo-Shop. Oh. Sehr schöne Cappy. Eins von Gucci, okay. Prada sieht auch nicht schlecht aus. Ja, ideal für die Sonne. Vielleicht braucht meine Kamera das auch. Selamun Aleyküm abi. Sağ ol. Ja, das sieht einerseits sehr schön aus. Bir bakabilir miyim abi? Tamam, sağ ol. Schauen wir uns mal die. Oh, guck mal, von North Face. Efendim? Paylaşıyor musunuz? Evet, paylaşıyorum. Nereden, hangi sayfada? YouTube'dan. YouTube'dan. Aynen. Corazon. Corazon. Ceylan. Hı hı. Ceylan yazın. Dur. Ben yazayım en iyisi. Tanıtabilirsem ne mutlu bana. Hı hı. Sağ olun. Şu Lacoste bunlar kaça? Çok tutuyor. Bunlardan bir 10 renk falan var. Evet. Bayağı bir satılıyor bunlar. Fiyat kaçtan başlıyor onlar? Bunlar 400 lira, 400. 350 lira. 350. Evet. Böyle bir 2-3 taneden fazla alınırsa daha güzel bir indirim yapılır. Ama bayağı güzel yapmışlar. Ne zamandan beri ne işletiyorsun? Senin mi bu ya Yok, da? benim değil. Ben Ha. çalışıyorum. Bu Çalışıyorsun. dükkan bir 20 sene falan var. 20 sene. senesi falan var bu dükkan. Evet. Aynı kişi yani. Evet. Çok güzel. Çok farklı şeyler var mesela. Evet. Bahuliler falan, kapsam. Ha, Palm Angel. Okay. Bunlar şeylerin dikkatini çok çeker. Bak, turistlerin dikkatini falan çok çeker. Evet, evet. Zaten tanılgın markalar.
Gene inşallah gelirim ben buraya. Oldu. Memnun oldum abi. İsmin neydi? Deniz. Deniz. Benim adım Barış. Memnun oldum. Sağ olun. Yine bekleriz. Gel bir çayımızı falan. Şu anda pek fazla müsait olmuyor. Evet, evet. Ben fırsatla seviyorum. Tamam, inşallah. İyi günler. So. Ein richtig netter Verkäufer. Hat richtig geile Sachen zum Verkauf. Ja. Ja, ich habe natürlich dann auch mal so ehrlich wie ich bin gesprochen, dass das auch Dings, ja, auch Imitate sind, aber wirklich von den guten Qualitäten, sehr, sehr guten. Also man sieht das kaum. Ja, und das ist das Wichtige, finde ich. Ne? Man muss jetzt nicht unbedingt übertrieben teure Sachen kaufen, man kann sich auch günstigere Alternativen holen. Ja? Vor allem sehr, sehr gute Qualität. Und der Verkäufer meinte auch, der würde auch, wenn du ein paar mehr kaufst, natürlich ein bisschen günstiger geben. Ja? So, dann schauen wir mal. Oh, hier gibt es Türkisch Delight, aber von verschiedenen Sorten. Oh, hier gibt es sogar auf Russisch. Anscheinend gibt es auch hier viele russische Touristen, deswegen macht man das dann auch so. Banana Almond. Ja, das sieht schon cool aus. Ja, das sind so spezielle. Blueberry Hazelnut, okay. Oh, hier gibt es auch diverse Sachen. Selamünaleyküm. Abi çekim yapabilir miyim ya da izin vermiyor musun? YouTube için genel. Tamam, sağ ol. So, schauen wir uns mal die Sachen an. Oh, hier gibt es diverse kleine Sachen. Ne? Auch von islamischen Motiven. Ja. Hier steht es ja auch schon Traditional Turkish Fest. So. Das sieht nicht schlecht aus. Die kleinen Elefanten, die habe ich auch. Die sollen Glück bringen. Wenn man die zu Hause hat, soll man sich irgendwann mal so ein Haus kaufen können. Ja. Hier gibt es so Andenken, Brinsel. Natürlich habe ich auch, bevor ich hier reingekommen bin, gefragt, ob ich Aufnahmen machen kann. Ne? Das ist selbstverständlich. Ne? Da muss man ein bisschen respektvoll damit sein. Und oh, ihr seht ja, ne? Die Menschen hier sind alle hilfsbereit und sind alle nett und helfen. Ja, hier gibt es diverse kleine Sachen, von Tabak natürlich bis zu Shisha. So, gibt es aber hier noch Parfüms. Hier gibt es türkische, ja, türkische Delights. Sehr schön. So. Hier gibt es auch Schwimmausrüstung, sehen wir. Okay. Gut. Also es gibt eigentlich hier alles. Ne? Man braucht nicht irgendwie Sachen mitzubringen aus Deutschland, um ja, also sei es jetzt für die Kinder, ne? Spielbälle bis hin zu Schwimmreifen, damit die das Schwimmen lernen. Das ist auch schön. Also Mokka, türkisch Coffee Set. Bis hin zu Tavla, das liebe ich. Ich spiele gerne Tavla. 210, boah, was für eine Qualität. Ui, ui. 210 kosten. Eventuell komme ich hier wieder. Ich bin jetzt nur noch derzeit erstmal auf Kameratour unterwegs, aber vielleicht komme ich dann mal wieder und dann hole ich es mir so. Ja, Blue Eyes, ja, soll dich vom Bösen beschützen. Ja. Die sind auch sehr berühmt, ne? Weltweit. Sehr schön. Ist auch nicht schlecht. Wirklich. Hat alles was. Die kleinen Schiffe. So kleine Mitbrinsel. Und kleine Portemonnaies. Sieht aus wie so ein Teppich, aber man kann da diverse Sachen von Karten oder Geld oder diverse Sachen reinmachen halt.
Und Kindersachen, okay. Was ist das hier? Ach so, ein Feuerzeug. Jetzt sehe ich's. Ja, so Feuerzeugs. Oh, die haben echt schöne. Ja, kleines Feuerzeug vom Mercedes. Bis hin zu Schlüsselanhänger, die Feuerzeug sind. Çok sağ ol abi. Görüşmek üzere. So, ich habe mich nochmal bedankt bei ihm, ne, dass ich filmen durfte. Wir haben hier Hustle Free Shop. Frauentaschen gibt es hier, sehe ich. Vom Prada, okay. Bisschen Dior. Hat was. Ich liebe so diese Taschen, wo man die einfach mitnehmen kann letztendlich. Das sieht echt gut aus.